Lieber Zuschauer, mein Teammodell hat heute Urlaub. Deshalb wird er nicht zu sehen sein. Ich werde aber seine Achsschenkel instand setzen. Ich werde sie entrosten, lackieren und anschließend werde ich die Radlager erneuern. Bei der Gelegenheit werde ich auch zeigen, wie man die Radlager oder das Radlagerspiel einstellt. Die beiden Achsschenkel habe ich bereits ausgebaut. Das Video zu dem Thema habe ich oben rechts in der Infokarte verlinkt. Ich beginne mit der Demontage des Deckels. Und so sieht es aus. Jetzt werde ich die Schraube lösen. Und jetzt habe ich freien Zugang zu den 3 Schrauben. Die werden jetzt gelöst und dann wird das Schutzblech abgenommen. Nach der Zerlegung kann ich jetzt die Teile säubern und anschließend entrosten. Und so sieht es jetzt aus. Ich lasse den Rostlöser arbeiten und in der Zeit werde ich mich um die Radnabe kümmern. Hier kann ich das kleine Radlager rausnehmen. Bei dem großen Lager ist es ein bisschen schwieriger. Es muss ausgeschlagen werden. Das war relativ einfach, es gab keinen großen Widerstand. Und jetzt vor dem nächsten Schritt zeige ich die Radnabe von innen. Es geht um den kleinen Absatz, der sich ganz unten befindet. Hier sieht man das noch besser. An der Stelle wird der Lagerring ausgeschlagen. Genau, man kann es so machen. Oder wenn man eine 27er Nuss zur Hand hat, kann man auch damit probieren. Hier muss man aber aufpassen, der Außendurchmesser schwankt ein wenig, deshalb funktioniert es nicht mit jeder Nuss. Hier hat es wunderbar funktioniert. Ein paar Schläge waren ausreichend, um den Ring rauszubekommen. Und jetzt im nächsten Schritt wird der andere Ring ausgeschlagen. Dafür musste ich die Nabe umdrehen. Bei dem war das schon ein bisschen schwieriger, aber trotzdem hat er sehr schnell aufgegeben und somit sind alle Lagerteile draußen. Und jetzt, einen Tag später, nachdem der Rostlöser seine Arbeit erledigt hat, kann ich mich um das Lackieren der rostfreien Teile kümmern. Die 2 Komponenten Epoxidharzgrundierung wurde auf beiden Seiten aufgetragen. Jetzt muss sie trocknen und dann kann ich die Teile lackieren. Nach dem Spritzen komme ich zu dem Thema Radlager zurück. Ich habe mich für die Radlager der Firma SKF entschieden. Das ist der Inhalt der Verpackung. Der Dichtring, das große Lager und das kleine Lager. Jetzt noch kurz den Inhalt auspacken. Ja, da haben wir das Kegellager und den dazugehörigen Ring. So wird er verbaut mit dem kleinen Durchmesser nach unten. Dann kommt das Lager rein und dann wird zum Schluss noch der Verschluss eingebaut. Für die Montage werde ich das Speziallagerfett verwenden. Jetzt mache ich noch kurz die Tube auf. Da sehen wir die Farbe grün.
Und daran erkennt man, dass es die richtige Sorte ist. Und jetzt kann ich endlich mit der Montage beginnen. Dabei auf die richtige Position des Ringes achten. Er wird mit dem kleinen Durchmesser nach unten eingebaut. Und zum Einschlagen verwende ich den alten Ring. Damit funktioniert es ganz gut. Und so sieht es aus, wenn er seine Endposition erreicht hat. Sehr schön. Jetzt ist die andere Seite dran. Hier wird das kleine Lager verbaut. Ist aber die gleiche Geschichte. Beim Einbau auf die Position des Ringes achten. Und für die Montage kann wieder der bereits ausgebaute Ring verwendet werden. Auch die Seite ist fertig und so sieht das Ergebnis aus. Ich habe die Radnabe umgedreht und werde dort die Radlager einbauen. Dabei ordentlich fetten, lieber zu viel als zu wenig. Jetzt wird die Seite verschlossen, kurz hämmern und dann ist es auch geschafft. Auch diese Etappe ist abgeschlossen und so sieht es aus. Hier der andere Hauptdarsteller, der Achsschenkel. Jetzt kann das Schutzblech montiert werden. Dabei werden selbstverständlich neue Schrauben verwendet. Und jetzt sehen wir die letzte Zielgerade. Die Radnabe wird positioniert und anschließend das kleine Kegellager befestigt mit ordentlich viel Fett. An der Stelle ist das Sparen die falsche Strategie. Deshalb ordentlich fetten, damit es richtig flutscht. Und genau so muss es aussehen. Und jetzt ist es soweit, dass ich die Unterlegscheibe positionieren kann. Und anschließend ist die Befestigungsmutter dran. Sie wird handfest angezogen. Und jetzt werde ich das Lagerspiel einstellen. Es gibt einen Trick, mit dem man das Spiel in dem Zustand relativ genau einstellen kann. Danach, nur in seltenen Fällen, muss eine Nachjustage am Fahrzeug durchgeführt werden. Die Vorgehensweise ist eigentlich ganz simpel. Die Mutter wird von Hand angezogen und zwar so stark, dass sie beginnt, die Unterlegscheibe mitzunehmen. Ab diesem Moment ganz vorsichtig festziehen, entweder an der Scheibe oder an der Mutter, so lange bis die Unterlegscheibe sehr schwergängig ist. Wenn dieser Punkt erreicht wird, dann muss diese Position mit der Schraube fixiert werden, indem sie festgezogen wird. Innen Sechskant 5 mm. Nach dem Festziehen der Schraube noch der Test. Hier muss die Unterlegscheibe beweglich sein, aber gleichzeitig sehr schwergängig. Wenn man das geschafft hat, dann ist es relativ sicher, dass man am Fahrzeug keine Korrektur durchführen muss. Jetzt nur noch den Deckel befestigen und dann hat man das Ziel erreicht. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.